Hallo zusammen und Grüße aus Alanya. Wurde ich auf der Straße angesprochen von einem YouTube-Zuschauer. Gruß nochmal an euch. Leider war ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen hin und her gerissen, weil ich hatte an dem anderen Tisch noch ein Gespräch gehabt und war da ein bisschen hin und her gerissen, zu bleiben und zu quatschen und wieder zurückzugehen. Es ist halt auch unhöflich, da jemanden sitzen zu lassen, wenn man zu lange weg ist. Hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn wir noch die Nummern ausgetauscht hätten. Hat aber leider nicht geklappt. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, mir die Nummer in die Kommentare schreiben. Da ich alle Kommentare erstmal prüfe, bevor ich sie veröffentliche, würde ich dann eure Nummer dann einfach unveröffentlicht wieder löschen, wenn ich sie habe. Ein kleiner Tipp dabei. Dann könnten wir uns nämlich mal treffen und mal nur zusammen reden und ich werde dann nicht so gespalten. Aber wir hatten, Anlass war das auch gewesen, wir hatten auch über die Waldorfschule gesprochen gehabt und man hört im Internet oder von anderen YouTubern immer, wie schön das ist, wie toll das ist und etc. Das ist aber nur eine Seite der Geschichte, weil es gibt auch immer, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Also es gibt auch natürlich auch Schattenseiten der Waldorfschule, die natürlich in keinem Video erwähnt wird. Ne? Das finde ich immer sehr komisch. Man sollte immer Pro und Contra sagen, aber naja. Ich hatte damals, ich will da jetzt noch ein bisschen ausholen, bevor wir nämlich ausgewandert sind nach Türkei, habe ich unsere Tochter die konnte kein Türkisch, habe ich sie in eine türkische Kita gesteckt gehabt. Da waren keine Ausländer dabei gewesen. Und in der ersten Woche meinte sie dann halt zu uns, nee, ich will da nicht hingehen mehr. Die sprechen alle Türkisch und so. Ich will nicht. So, und da habe ich gesagt, so, ja komm, versuch doch noch mal eine Woche und schau mal, wie es dann ist. Ne? Haben wir sie dann halt überredet, noch mal länger dahin zu gehen und sie ist dann hingegangen, noch eine weitere Woche und hat dann die türkischen Kinder dort, die waren so hilfsbereit gewesen zu ihr, dass sie auch immer, wenn sie gefragt hat, Bunne, so nach dem Motto, was ist das, haben die immer das türkische Wort gesagt dazu. Ne? Und dann kam sie dann jeden Tag mit einem neuen Wort nach Hause, hat sich dann immer tierisch gefreut, sie kann auch jetzt ein neues Wort und so. Ja, ich muss sagen, es hat sich seitdem dann halt immer entwickelt. Na klar, es ist immer mehr wie ein Wort. Ne? Ich meine, im Unterbewussten wird dann natürlich mehr abgespeichert, aber bewusst kam sie dann immer mit einem neuen Wort nach Hause. Und es hat dann angefangen, Spaß zu machen in der Kita. Als wir nach Alanya gezogen sind, war man dann auch in diversen anderen Kitas, auch durch den Umzug etc. Oder manchmal hat es ihr nicht gefallen, weil die Kita einfach blöde war, sagen wir mal so schmutzig oder was auch immer. Haben wir dann halt gewechselt und dann kam sie dann in so ein Alter, in so ein schulfähiges Alter, so erste Klasse. Dann haben wir uns natürlich alle Schulen in Alanya uns mal angeschaut. Und haben uns natürlich auch das Konzept von Waldorfschule angeschaut und unter anderem auch so TED und Bahçeşehir, muss ich sagen, so Bahçeşehir war also so fettes Logo im Eingangsbereich von WEF Logo, sprich diese keine Ahnung 12 Punkte oder Nachhaltigkeitspunkte. Da habe ich mir gedacht, okay, brauchst du gar nicht mehr weiter drüber nachzudenken. Diese Schule wird es nicht sein. Und dann waren wir dann bei der TED gewesen. Die TED, die hatten da Vitrinen voll mit Pokalen in dies und jenes. Und da haben wir gesagt, so, nee, muss jetzt auch nicht sein. Also wir wollten jetzt auch keinen Leistungsdruck erzeugen bei ihr. Sollte da eigentlich schon freier lernen und ohne Leistung und Hausaufgaben und etc. Und das war dann auch nichts für uns. Im ersten Moment war die staatliche Schulen dann auch nichts für uns. Die hatten da damals dann auch so irgendwie Masken und etc. Das
war dann auch nicht so unser Ding gewesen. Dann haben wir uns das Konzept von der Waldorfschule angeschaut, von Rudolf Steiner. Und im Großen und Ganzen, wie das so dargestellt wurde, wie das ablaufen soll, fanden wir gut und haben dann gesagt, ja gut, keine Hausaufgaben und so, finde ich super. Benotung muss jetzt unbedingt auch nicht sein. Klausuren auch nicht unbedingt. Also alles muss nicht unbedingt sein. Ne? haben wir dann gesagt, okay, aber scheinbar sollen ja die Kinder irgendwas lernen dort. Ne? Das war ja dann auch der Balance vom Ganzen. Ne? Nicht so viel Druck, aber auch nur ein bisschen lernen. Und wir waren dann auch bei dem Vortrag oder Waldorfschule gewesen und ja, alles schön und wie sie dann erklären, wie sie Buchstaben lernen und so. Hört sich alles super toll an. Ne? Ja, wir haben sie dann in der Waldorfschule dann halt gegeben gehabt. Und da war das dann halt so gewesen, da waren einige Sachen gewesen, die so ganz komisch sind. Ne? Also wir durften in den ersten 2 Jahren, durften wir unserem Kind überhaupt nichts über die Schule fragen. Ganz komische Regel. Ne? Wir durften nicht fragen, wie war dein Tag oder so, wie ist es gelaufen oder bla und so. Nichts durften wir fragen. Das war so ein Buch mit 7 Siegeln. Also ich sage auch gleich, warum wir nicht fragen durften. Ne? Der Witz kommt ja noch. Und aber auf der anderen Seite, ne, über die Kinder wurde alles über die Eltern erfragt. Was sie machen, wo sie wohnen, Eigentum, Miete, wie viel Zimmer mit Heizung, Ofen, dies und jenes und ach Gott, wie viel sie verdienen und etc. Allen möglichen Scheiß wollten sie wissen. Am liebsten wollten sie sogar nach Hause kommen, um sich die Örtlichkeiten anzuschauen. Okay, erstmal. Aber komisch. Und ja, dann war sie dann halt in der Schule gewesen und dann war dann halt so ein Problemkind gewesen. Also generell, ne, die durften ja dann aufstehen, gehen, machen in der Klasse, was sie wollen. Wollten sie rausgehen, sind sie rausgegangen, hatten sie keine Lust und so. Wenn die Pausen dann halt waren, dann war es dann halt so, die wurden dann halt quasi rausgelassen an den Hof, ne, und die Lehrer haben sich dann immer verzogen in irgendeinen Chai trinken oder was, ne, Pörtchen machen. Also unbeaufsichtigt gewesen. Und ja, ist ja auch erstmal nicht schlimm, ne, dass die Kinder unbeaufsichtigt sind. Ob sie einen Baum klettern, ob sie runterfallen oder so, ist alles scheißegal, ne, kann ja mal passieren, sind Kinder, ne. Und da war dann halt damals auch so ein wie soll ich das sagen, ohne das Kind irgendwie, war halt aggressiv veranlagt gewesen und hat andere Kinder extrem gestänkert. Extrem. Geschubst, Ball an den Kopf geworfen, angegriffen und so weiter. Ne? So, war ja so schlimm mit dem Kind gewesen, dass sich sogar die Kinder untereinander sich so in Gruppenform zusammengetan haben, um sich gegenseitig zu schützen. Nur ein Kind. Ist scheinbar auch alles egal dort. Nach einer Bemängelung, was das denn soll, ob man das da nicht irgendwie was machen könnte, dass das dann nicht die anderen Kinder angegriffen werden, war das dann so gewesen, die haben dann mit dem Kind gesprochen oder beziehungsweise mit den betroffenen Eltern und haben nichts gegen das Kind getan, weil sich das Kind öffnen musste. Ne? Und hat das Kind tun und walten lassen, was es wollte, weil es sich öffnen musste. Aber auf der anderen Seite, wenn die Kinder sich dann verschließen, das ist dann wiederum okay. Da bedarf dann kein Handlungsbedarf. Also es hat mich genauso an Deutschland erinnert, so die Täter werden alle geschützt und die Opfer, die sind scheißegal. Kann man machen, das ist egal. Täter werden geschützt. Also finde ich sehr interessant, also kotzte mich schon mal an die Schule. Ne? Und das hat sich auch nicht geändert. Ne? Wir hatten damals auch so eine Elterngruppe gehabt. In der Elterngruppe habe ich mich ausgekotzt, dass man da was tun sollte oder was auch immer. Ne? Und die Eltern haben da gar nichts gemacht. Ne? Denen ist es dann auch egal. Ne? Eher dann
der Schule mitgeteilt, dass da so ein Hetzer ist, ne? Oder was auch immer, ne? Wurde dann halt ein Stuhlkreis mit 30, 40 Eltern und wir saßen dann da, irgendeiner eingeflogen oder was und irgendeine Waldorfschüler, waren da noch dabei und da haben die so richtig versucht, auf einen da auseinanderzunehmen, ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht die Schule, die ich mir vorstelle, und haben sie dann rausgenommen aus der Schule. Leider war sie dann halt in einem schulpflichtigen Alter, ne? 10 Jahre ist man ja hier schulpflichtig, oder sind es mittlerweile 12, ich nagel mich nicht fest. Und haben sie rausgeholt aus der Schule. Und haben sie dann versucht, in eine andere Schule reinzustecken, ne? Die war da 3 Monate oder 4 Monate. Da waren wir auch bei der DOA gewesen, haben gesagt so, hey, wie wär's, ne? Gerade frisch aus der Schule raus, also mit 3 Monate Schule raus, ob wir sie nicht aufnehmen können, ne? Da meinten die so zu mir, oh nee, tut mir leid, also ihre Tochter, das wäre eine Zumutung für sie, das können wir nicht machen, das geht einfach nicht, weil unsere Schüler haben jetzt mittlerweile in 3 Monaten lesen und schreiben gelernt und wir können da nicht von, dass sie müsste Nachhilfe und Druck entsteht und keine Ahnung und sie kommt nicht hinterher und so weiter, ne? Haben wir dann eingesehen, dass das irgendwie nichts wird mit den Schulen, generell auch nichts mehr wird, weil meistens werden ja die Schulen Anfang des Jahres freigegeben, um Rabatte zu bekommen etc. und dann für ein Schuljahr im September dann antreten zu können, und wir waren ja mitten im Schuljahr gewesen. Irgendwo was zu bekommen, wäre dann wieder eine staatliche gewesen. Haben wir dann so hingekriegt gehabt, da ihr Alter noch nicht gehalten hat, sie war ja erst 6, ne? Und haben wir sie nochmal in eine Vorschule gesteckt, quasi kindergartenmäßig, und haben sie dann, ja, nochmal neu die 1. Klasse machen lassen haben. Und wir haben dann, als wir die Unterlagen von der Waldorfschule mal mitgenommen haben, die haben immer so schöne Heftchen gehabt mit leeren Seiten drin, und so sah es dann auch überwiegend aus, ne? Also waren nur voll leere Seiten überall, ne? Da war mal vielleicht ein Buchstabe gewesen oder so 6 Buchstaben, so, keine Ahnung, vom Alphabet, und da war nichts wurde vermittelt, nichts, gar nichts. Also die 3 Monate war nichts gewesen. Und die Dora meinte zu mir so, auch noch so, ist ja schön, dass Sie das noch so früh erkannt haben, dass die Waldorfschule nichts ist. Manche kapieren das erst in der 5. Klasse und wollen sie dann umschulen, und da ist der Hopfen Malz verloren. Da ist keine soziale Kompetenz, da ist keine Mathematik, da ist kein türkische Sprache dabei. Da ist irgendwie nichts. Also für eine weitere, wenn man einmal in der Waldorfschule war, ja, kommt man schon in eine andere Schule rein, natürlich, aber es ist mit Druck verbunden für jeden. Also fürs Kind ist es scheiße, weil türkische Sprache nicht mächtig ist, weil in der Schule kaum gesprochen wurde, weil die Kinder ja alles nur Deutsche sind, und die Kinder ist es so, die gehen immer den leichten Weg, ne? Warum sollen sie Kinder untereinander Türkisch sprechen, wenn sie Deutsch können, ne? Das ist ja ganz logisch. Und das Schlimme war, bei meiner Tochter war das auch so gewesen, als ich dann mit ihr Türkisch gesprochen habe, ne? In der Waldorf-Schulzeit, ne? Hat sie dann irgendwann mal angefangen, mir den Mund zu halten und wollte nicht, dass ich Türkisch mit ihr spreche. Das war auch einer der Gründe gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, so, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was da abläuft, ne, ich meine, wir sind ausgewandert in ein türkisches Land, ja, und da will ich natürlich, dass sie die türkische Sprache lernt. Und wenn sie mir den Mund zuhält, ja, weil sie keinen Bock mehr hat auf türkische Sprache, dann ist das einfach keine richtige Schule. Und erzählt mir nicht, wir würden das Konzept nicht verstehen oder so ein Scheiß, ja, oder erzählt mir auch nicht, ich hätte nicht die Kohle dafür, diese Schule weiter besuchen zu können. Ich habe das Konzept verstanden, deswegen habe ich es ja auch dahin gegeben, und die Kohle hätte ich auch dafür. Aber die Schule an sich passt auf keinen Fall, weil sie überhaupt nichts leistet. Bringt nichts, die Schule.
Das sind so halt mal so die Schattenseiten, ne? Und die Wahrheit liegt ja irgendwo wahrscheinlich da in der Mitte, aber es ist nicht gänzlich falsch, was ich sage. Kann auch sein, dass sie sich ein bisschen bemühen, sich zu verändern oder irgendwas, ja? Aber zu dem Zeitpunkt, scheiße, ne? Ich meine, ich weiß, dass in Amerika Silicon Valley bevorzugt Waldorfschüler aufnimmt, ja? Aber da wird das ganz anders gemacht, als wie in Deutschland oder wie es hier gemacht wird. Und wenn hier noch nicht mal Türkisch beigebracht wird, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich meine, wir leben in Türkei und sie muss natürlich Türkisch können, ne? Und ich sage euch, andere Schule, außer staatliche Schule geht nicht, ne? Und man hängt dann quasi für immer drinnen. Ich meine, man kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Wer einmal da drin ist, kommt dann nicht mehr raus, ne? Kommt raus, aber danach ist irgendwie Nachsorge. Ganz viel Nachsorge. Da müssen sich die Eltern, Nachhilfe muss kommen und keine Ahnung, was man da alles machen muss. Ist natürlich schön, ja, wenn man auch auswandert und lernt dann halt deutsche Kinder kennen, lernt dann auch deutsche Eltern kennen. Das ist alles schön und gut und ich verstehe das, warum alle so oder die meisten gerne diesen einfachen Weg gehen wollen. Ach ja, ich habe auch schon gehört, die Kinder sollen keinen Kulturschock bekommen und so, ne? Was für ein Kulturschock, was soll passieren? Flash und dann ist es umgefallen oder was passiert da? Nichts passiert da. Also, naja, muss jeder selber wissen. Ich für unseren Teil, wir haben uns für die Schule entschieden und haben uns danach gegen die Schule entschieden. Wir haben sie ausprobiert, das Konzept hat uns gefallen, wurde aber nicht umgesetzt, hat uns überhaupt nicht gepasst und ja, es wurde auch gar nichts gemacht. Auf die Belange der Eltern wurde auch nicht eingegangen, eher wurde Kritik vermieden oder wurde dann unterbunden, darf man nicht. Und hat schon für mich so sektenmäßige, ja, finde da kein Wort für. Okay. Ich wollte euch das auch mal sagen, dass es auch nicht immer schön ist oder wie es immer dargestellt ist, es ist auch anders. Und ihr könnt gerne eure eigenen Erfahrungen machen, es ist mir egal. Ich habe die Reißleine schon nach 3 Monaten gezogen, zum Glück. Und je länger ihr da bleibt, ihr werdet niemals aus der Nummer da rauskommen und keine andere Schule, da werden die Kinder so richtig schwer haben dann, ne? Türkisch könnt ihr vergessen, kriegen die nicht beigebracht dort. Okay, die werden natürlich sagen, natürlich wird Türkisch beigebracht, haben wir ja letztes Jahr eingeführt. Ja, okay, macht ihr mal, ne? In diesem Sinne, tschüss. Eine letzte Sache noch, die mir noch gerade im Nachhinein eingefallen ist. Vom Konzept gibt es noch einen Teil davon, da gehen die auf die persönliche Förderung des jeweiligen einzelnen Schülern aus, ja, so, die Schwachen werden dann halt ein bisschen weniger gefördert, also beziehungsweise altersniveaumäßig gefördert, ja, und so die wissbegierig sind, werden dann halt ein bisschen mehr gefördert, ja. Ich kenne einen Fall von der 5. Klasse, die wollte einfach mehr lernen, ne, und da hat man ihr dann zwar eine Aufgabe gegeben, mehr. Dann war sie aber durch mit der Aufgabe und das Ende vom Lied, die war überwiegend Blumengießen, als ja, dort in der Schule zu lernen. Das sind Fakten und ja, das zu dem Thema vom Konzept, ja, dass hier eine individuelle Förderung stattfindet, können die gar nicht machen. Ich meine, die Klassen sind da eh schon total überfüllt und wenn da nur ein Lehrer ist, wo ursprünglich 2 geplant waren, kann man vergessen. Da ist individuelle Förderung nicht möglich. Ja, das wollte ich noch mal ergänzend dazu sagen. Falls einer wieder sagen würde, ich habe das Konzept nicht verstanden. Bullshit, ich habe das Konzept verstanden. So, bis dann. Ciao.